Diese Geschichte erzählt von 4 Freunden, die gemeinsam mit insgesamt 3 Autos von Deutschland aus in unter 48 Stunden zum Nordkap fahren wollen. Manch einer erklärte sie schon für verrückt oder sagte, es sei gar unmöglich. Doch am Ende gab ihnen genau das die Motivation und den Antrieb dazu, die Challenge anzunehmen. Insgesamt 3096 Kilometer und über 36 Stunden reine Fahrzeit lagen vor ihnen. Am Ende sollte es nicht nur eine Reise an den nördlichsten Punkt Europas, sondern auch an die Grenzen des Machbaren werden. Viele Monate intensiver Planung und Recherche lagen hinter ihnen. Doch ob es sich bezahlt machen würde? Welchen Preis müssten sie zahlen? Welche Hürden auf sich nehmen? Halten die Autos dieser Belastung auf Dauer überhaupt stand? Was würde unterwegs alles passieren? Doch beginnen wir ganz am Anfang, dem Morgen des 28. Mai 2023. (4:25 Uhr). Es geht bald los. Berichte mir, was jetzt passiert. Wir fahren los. Wohin? Zum Nordkap. Weißt du, was Gott. passiert? Ich geh aufs Klo. Okay. Ich komm mit. Schnell. Jungs, fahren wir jetzt hoch zum Nordkap oder nicht? Ja, ich würde sagen, ne? Alles bereit? Let's go! Das habe ich so mit, alles bereit. Abfahrt. Status-Update. 36,8 Kilometer sind wir im Game drinnen. Ich habe Hunger. Aber die haben mich auch nichts frühstücken lassen. Spaß macht's, oder? Schon. Bis jetzt auf jeden Fall. Mal schauen, was unsere Ärsche in 100 Kilometer sagen. Wahrscheinlich nicht so schlimm wie beim Motorrad. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile auf der A7 angekommen, unterschreiten gleich die 3000 Kilometer Marke. Hier im Hintergrund geht die Sonne auf. Es ist ein wunderbar herrlicher Morgen. Und wir haben 5:40 Uhr. Draußen sind 8 Grad. Als wir aufgestanden sind, waren es 5 Grad. Und wir fahren gleich an Hannover vorbei. Haben jetzt schon die ersten gut 80 Kilometer hinter uns und es läuft sehr gut. Wir haben sehr gute Laune. Mal sehen, was uns noch so erwartet. Noch nicht mal 90 Kilometer. Und ich muss nicht aufs Klo, aber die 2 Herren da vorne müssen pullern. Ja. Und das Fahrwerk hat sich abgesenkt. Guter Start. So, Hamburg voraus. Das ging jetzt echt schnell. Wir haben jetzt 243 Kilometer hinter uns gelegt. Es ist gerade 7:30 Uhr.
Und es läuft. Es läuft richtig gut. Das Wetter ist besser denn je. Und wir fahren hier unsere Kilometer. Jetzt lassen wir Hamburg mal hinter uns und dann werden wir irgendwo eine Pause einlegen, um dann mal ein bisschen was zu essen. Aber eigentlich bin ich satt. Ich habe hier so ein paar Snacks rumliegen. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt was essen. Aber schauen wir mal. Wir haben ca. 240 Kilometer. Wie gesagt, Hamburg. Und ich habe noch immer Hunger. Ja, und danach, nach Hamburg, müssen wir wieder stehen bleiben, weil wieder einer von den Jungs aufs Klo muss. That's life. Das ist alles, was hier so abgeht. Ah ja, und jetzt fahren wir in den Elbtunnel. Geil. Was sagt dein Auto? Ja, ist ein bisschen am Rumzicken. Das Fahrwerk fährt durch den runter. Ja, dann irgendwas Problem mit dem ABS, aber Du kannst im Endeffekt auch runtergefahren fahren, oder? ja, das geht. Einen Moment warten, System Neustart, Fehler löschen. Dann geht's weiter. Nach 250 Kilometer der erste Fahrerwechsel und ich habe mich gerade erfolgreich durchgeschnurrt. Wir haben 2 Kaffee. Achso, ja, das war's dann schon. Und eine Semmel haben wir noch bekommen. Ja, ich lasse es mir jetzt gut gehen. Kleine Pause haben wir eingelegt. Jetzt sind wir tatsächlich schon 40 Kilometer vor der deutsch-dänischen Grenze. Es ging super schnell. Wir sind einfach schon 4,5 Stunden unterwegs. Wo ist die Zeit hin? Ich verstehe es nicht. Also es fühlt sich nicht so lange an. Aber wir haben schon 367 Kilometer hinter uns gebracht. Und ich bin sehr gespannt, ob wir alle über die Grenze kommen beim ersten Mal. Ob einer rausgezogen wird. Ja, wir werden sehen. Wenn irgendeiner seine ganzen Sachen auspacken muss, dann war es das mit dem Trip. Das steht für jede Grenze fest. Weil wir haben so viel dabei, dass das wahrscheinlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen würde, das alles aus und wieder einzupacken. Aber das werden die wahrscheinlich selber sehen, dass wir wirklich nur den Roadtrip machen. Und ich hoffe, wenn sie wollen, dass man irgendwie Sachen durchguckt, dass sie Spürhunde haben, weil die werden dann nichts finden und da kann man direkt weiter und das wäre die einfachste Möglichkeit für uns alle. Aber wir werden sehen, was passiert. Also ich wurde bisher nur 2-mal an der dänischen Grenze rausgezogen und ich bin da schon, glaube ich, 6-mal hochgefahren. Also toi toi toi. Hoffentlich versaut uns das nicht den Schnitt, aber wir werden sehen. Sollte einer rausgezogen werden, fahren die anderen Verbleibenden ganz langsam weiter, ne? Oder halten wir bei der Möglichkeit einfach an und warten da. Funkgeräte ausschalten am besten in der Kontrolle. So, okay. Jawohl, ich schalte mal jetzt aus. Die haben uns verarscht, das war gar nicht die Grenze. Sind in Dänemark. Der erste Übergang. Ja, sind da, haben uns gerade gefreut. Welcome in Dänemark. Und was kommt da jetzt? Die Straße kommt jetzt. Straße, Die fehlt ja noch. Wir kommen jetzt halt weiter von hier so hoch, ne? Ja, ja. So hoch und dann darüber. Gut. Dann wir noch hier so, Das hier so. ist, ja, so weit ist es gar nicht mehr quasi. Aber es läuft richtig gut, oder? Das läuft Ja. tatsächlich gut. Ich glaube, ab hier fangen wir an zu strugglen. Ja, fast 500 Kilometer jetzt. 460 oder so. Ja. Ja, Läuft. das ist das Wetter. Das wird sich ändern. Mehr dazu
In ungefähr 24 Stunden. Weißt du, du bist davor durchgehend am Rumjammern gewesen. Sturmböen, was weiß ich, kein einziges Windrad dreht sich. Wir sind ja noch in Dänemark. Ja, warte ab. Ja. Wir sind jetzt schon ganz weit fortgeschritten in Dänemark unterwegs. Kurz vor der schwedischen Grenze. Wir müssen noch über die Öresundbrücke. Und ja, es wird Zeit für den allerersten Tankstopp. Ich habe noch genau 144 Kilometer Restreichweite, 10,0 Liter Verbrauch und bin schon 711 Kilometer mit dem Tank gefahren. Wir haben die allerletzte Tankstelle in Dänemark angesteuert, da werden wir jetzt hinfahren und dann sehen wir uns dort vor Ort wieder. Die Ausfahrt 16 Lufthafen Ost nehmen. Nach 100 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Kystveien nehmen. Links abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Hannes, Guten Tag. sag was. Ich muss aufs Klo. Ah, okay. Aber du tankst. Ja, Wie war euer Tankstand? Eigentlich noch ziemlich gut. Wir hatten noch so 400 Kilometer Restreichweite. Ach krass. Ich war nur noch bei 120. Wahnsinn. Jetzt werden die Buden erstmal richtig schön voll gemacht. Thomas muss noch kurz warten. Und hier fließen auch schon die Liter. Oh, mal gucken, wie viel reingeht. Ja, und dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Sabrina! Alter, ich musste gerade so dringend aufs Klo. Echt? Ja, Hast du alles rausgelassen? Ich habe beinahe ein Kind gebärt, Mann. Ach du Scheiße. Hast du das aufgenommen? Bin gerade dabei. Wie viel passt rein? Alles. Ja. Ja, wahrscheinlich so 80 Liter oder so. Scheiße. Ja. Das klingt falsch, das müsste Katsching, Katsching, Katsching. Nee, es müsste machen. Ich habe so viel Hunger. Ich esse sogar 2 Sandwiches gleichzeitig. Ja. Hannes muss verhungern. Ja. Ist kein Geld mehr da. Scheiße. Oh, das ist aber nett. Ja. Was gibt's bei dir, Thomas? Pizza. Pepperoni. Lecker. Geil. 65 Euro. Glaube ich dir. Und Kaffee. Und hier gibt's einfach Müsli. Spinning Müsli. Ja. Was Also- wolltest du sagen? Der Plan für später, wenn wir mal was Warmes essen möchten. Nudeln mit abgelaufenem Käse, der noch irgendwo da ungekühlt im Auto rumfliegt. Was sagst du dazu? Lecker. Schau dir an, wie schön das aussieht. Dieses gelb-weiß-grün Gedöns, blauer Himmel, weiße Wölkchen, blaues Meer. Das ist so krank. Jetzt fährst du einfach in den Tunnel rein und das Meer. Unsere 4 Freunde hatten Dänemark nun fast hinter sich gelegt und es lief alles soweit nach Plan. Die Öresundbrücke, die Dänemark und Schweden miteinander verbindet, lag nun unausweichlich vor ihnen und somit auch das Tor nach Skandinavien. Doch zuerst mussten sie noch durch die schwedische Grenzkontrolle kommen. Wie geht's dir so? Mir geht's gut und dir? Ja, passt schon. Ich werde diese Karte gleich in den Kartenautomaten stecken. Sehr schön. Lass dir gut gehen dabei. Fehler SD-Karte, was soll das? Ja, was soll ich machen? Was? Muss ich gar keinen PIN eingeben? meine Nee, lieben muss man Freunde. schon. Jo, das finde ich sehr, sehr unsympathisch. Hier, andenken. Oh, schau's dir an. Schau's dir an, Hannes. Thomas hat heute wirklich Glück. Scheiße.
Hallo. Wohin fahren Sie? Zum Nordkap. Nordkap. Genau, wie der Kollege. Ja. Warum 2 Autos? Weil wir hier drin schlafen. Ja, können Sie schlafen 2 Personen in ein Auto? Nee. Ich habe nur ein Bett drin. Haben Sie eine Cannabis im Auto? Nein? Können Sie gerne gucken, riechen 100% lassen. 100% sicher? 1000%. 1000, ja? Ja. Was, Sie rauchen? Ich rauche nur Zigaretten. Nur Zigaretten? Genau, das hier sind meine letzten. Okay. Ausweis? Nein. Nee. Danke. Schönen Tag. Tussi, bitte danach runter. Das runter. Hi. Hi. Otto Svenska. Speak Swedish. English or English. German? English or German? Ja. Hi. Thank you. Bye bye. Den nächsten hat er einfach weitergelassen. Oh. So böse schauen wir doch gar nicht aus. Wieder on the road. Nach dem Tankstopp sind wir jetzt schon 156 Kilometer gefahren. Sind über die Brücke rüber, über die Öresundbrücke in Schweden angekommen. Und durch die Grenze einfach durch. Wir wurden zwar kontrolliert, aber nur so sporadisch. Man hat uns gefragt, also mich, ob ich irgendwas zu verzollen dabei hätte. Habe ich verneint, dann durfte ich sofort weiterfahren. Und bei den anderen war es ähnlich. Ja, mittlerweile haben wir 15:23 Uhr. Es sind 15 Grad und wir steuern geradewegs auf Stockholm zu. 500 Kilometer sind es jetzt noch gut bis dahin. Und dann werden wir auch schon bald wieder tanken müssen. Also so in 600 Kilometern ungefähr. Es läuft unglaublich gut. Wir fahren hier mit 105 ungefähr durch die Landschaft von Schweden. Das ist sehr windig. Wir haben einen sehr krassen Gegenwind und auch seitlichen Wind, also Seitenwind. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir fahren das Ding nach Hause. Das ist das Ziel. Und meine Strategie ist tatsächlich, vielleicht hat jeder eine andere, ich werde so spät wie es irgendwie nur geht mit Koffein anfangen, weil ich denke, dass das meinen Organismus durcheinander bringen würde, wenn ich jetzt schon mir x Kaffee reinziehen würde. Und wenn ich mir dann nachher Kaffee reinziehen werde, dann auch immer nur so schlückeweise. Also ich werde den Kaffee dann auf eine Stunde verteilen ungefähr oder 2 und den so ganz langsam dann wirken lassen, damit ich dann nachher nicht so in so ein tiefes Loch falle. Ich hoffe, meine Strategie geht auf. Das werden wir dann sehen. Jetzt geht es ja erstmal weiter Richtung Norden. Es ist so geil. Und wir haben jetzt schon weit den Punkt überschritten, dass wir sagen können, nachher wird es schon nicht mehr dunkel. Ich bin komplett auf warm eingestellt. Ich kann mir das noch so null irgendwie vorstellen, dass wir heute vielleicht sogar noch an Schneefelder vorbeifahren und so können. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
hier kurz, okay? Ey, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Dreck auf unserem Auto. Aber unsere Windschutzscheibe schaut am schlimmsten aus von den dreien. Bei Land Rover ist das witzig. Du kannst hier Wasser drauf haben und 120 fahren. Das Wasser bleibt hier. Okay. Ja. Also, wir haben die 1000 Wo sind wir denn jetzt geknackt. ungefähr? Wir sind ungefähr schon hier. Wir sind beim Hinterreifen vom Combo. Ja. Krass. Ja. Krass, oder? Also wir sind hier rüber. Dann sind wir hier weiter. Hier über Mega. die Grenze drüber. Hier ein bisschen hoch. So. Unser Masterführer da vorne, der gute Elias, hat gemerkt, dass auf unserer Strecke der erste Stau sein würde. Da drüben ist der gute Stau. Und er hat uns einfach vorbeigeleitet. Was stimmt denn mit meinem Hintermann nicht? Das weiß ich auch nicht, was mit dem ist. Wenn die Möglichkeit besteht, rechts blinken, dann überholen Sie. Zum Beispiel hier einfach rechts ranfahren, gleiche Geschwindigkeit rechts blinken. Ja. So, mal wieder ein kleiner Zwischenstand. 19:37 Uhr ist es. Wir sind gefahren 1270 Kilometer ungefähr. Restreichweite gute 300. Durchschnittsverbrauch 10,1 und wir sind auf dem Weg zu einer Tankstelle, die ich gerade rausgesucht habe. Dort werden wir nochmal volltanken, weil wir da fast leer ankommen. Wir sind noch 120 Kilometer ungefähr von Stockholm entfernt. Da fahren wir jetzt dran vorbei. Und hinter Uppsala ist dann eine Tankstelle, die werden wir aufsuchen und da dann volltanken. Und der Plan sieht vor, das haben wir gerade bei einer Pinkelpause besprochen, dass wir dann nochmal bis in die Nacht fahren. Nochmal so 2-3 Stündchen, uns einen schönen Platz suchen, dort etwas essen und mit dem Mini-Food-Koma, das wir dann hoffentlich haben, erstmal für 2-3 Stündchen schlafen gehen. Dann wieder aufstehen und den letzten Rest fahren. So viel der Plan. Wir müssen auch mal gucken, wie viel Zeit dann überhaupt schon vergangen ist, wenn wir wieder aufgestanden sind, weil wir es ja in 48 Stunden schaffen wollen. Ich denke mal, Pause haben wir jetzt so 1,5 Stunden gemacht insgesamt, alles in allem, vom Gefühl her. Das Wetter ist immer noch traumhaft, wirklich wunderbar zu fahren. Thomas ist hinter mir und bin so gespannt, ob wir es schaffen. Und die Mama von Sabrina hat sie gerade kontaktiert und meinte, dass sie in Norwegen, also sie sind gerade in Norwegen, Höhe Stockholm, und dort haben sie Graupelschauer, Schnee und total ungemütliches Wetter um die 0 Grad. Das wird uns da oben dann auch erwarten. Naja. Achso, ich habe übrigens die Cola angefangen, habe eine halbe 0,5 Liter Cola-Flasche getrunken und bin sehr wach. Also ich fühle mich matschig, aber wach. Ich glaube, der Plan geht auf jeden Fall auf, was dieses Koffeinthema angeht, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Tankstopp. Bis gleich. Der erste Tag neigte sich dem Ende zu. Mittlerweile war es 22 Uhr abends und es lagen bereits 1376 Kilometer hinter ihnen. Die erste Müdigkeit machte sich bei allen bemerkbar. Das nächste Ziel war eine Tankstelle bei Uppsala hinter Stockholm, an der nicht nur die Tanks der Autos aufgefüllt, sondern auch der konkrete Plan für die erste längere Pause entschieden werden sollte. 48 Stunden mehr oder weniger am Stück zu fahren wäre definitiv zu gefährlich. Da waren sich alle einig. Es musste eine Lösung gefunden werden, um dieses Problem zu lösen und gleichzeitig das Ziel zu erreichen.
Wir sind bei 1430 Kilometer. Wir müssten jetzt hier ungefähr sein. Aber das malen wir später nach. Jetzt haben wir erstmal Hunger. Und zwar sponsert Elias Käse und Knoblauch. Wir sponsern Tomatensauce, Oliven und Nudeln. Und Thomas schaut, was er noch so mit dabei hat, was gut mit reinpassen würde. Und wo wir kochen, habe ich noch keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Guten Tag. Schau mal das hübsche Auto an. Wie hübsch einfach. Du bist so müde und fertig, ne? Haben wir noch offen? Das ist irgendwie Oliven oder so? Ja, die hier sind noch offen. Sind die echt offen? Ja. Ja, dann habe ich sogar schon aus. Kochen wir bei uns? Bitte? Kochen wir bei uns? Das ist schon draußen alles. Ja, machen wir. Soll ich den Knoblauchtrick zeigen? Ja, hau rein. Also pass auf, anstelle von ewigem Hin- und Her-Geschnippel muss man einfach nur den Knoblauch drücken, so hin und her quetschen. Dann kann man das ganz einfach abmachen. Topf als die. Ja, krass, das ist wirklich gut. Das ist ein bisschen knapp. Hier, steckst du in den Mund, beiß ab. Also ich bin der Meinung, dass das nur aus Nudeln und Käse bestehen darf. Und Oliven, bitte. Gerne. Wie ist dein Befinden? Meinst du jetzt physisch, psychisch vor allem? Ja, labil wie immer, ne? Ja, also hat sich Man nichts kennt's. verändert quasi. Man kennt's, ja. Ist eher besser geworden wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, kann Hannes nur bestätigen. Du Ja, wirst es in den Aufnahmen sehen. Hab dich auch nie beschimpft oder so. Nee? Nee. Warum eigentlich nicht? Frage ich mich auch. Keine Ich war einfach Ahnung. nur froh, dass Ja. sie nicht fahren musste. Genau. Durch die Stadt durch. Was man vielleicht auch noch erklären muss, einen kleinen Insider bei uns. Und zwar dieser wunderbare Drohnenpilot hier drüben, der hat nur abgelaufene Lebensmittel mit dabei. Und jetzt müssen wir lauter Zeug von ihm irgendwie wegbekommen, weil der ganze Spaß ist einfach abgelaufen. Elias, was hast du eigentlich zu sagen, dass all deine Lebensmittel abgelaufen sind? Ich finde, das ist nichts, worüber man sich beschweren sollte. Du solltest eigentlich nur glücklich sein, dass die da sind. Ja, ich bin auch dankbar. Ja, und auch noch dankbarer solltest du sein, dass meine Drohne die Mücken vertreibt. Bitte geh weg. Ja. Oh shit. Ist nur der Topf. Passt schon. Vielleicht ein bisschen runterdrehen. So. Was ist das denn hier für Käse? Das ist Gouda. Der ist schon 300 Abgelaufen. Selbstverständlich ab. Ja, der war eingefroren. Das nimmt hier auch echt Züge an, ne? Wenn wir uns das im Nachhinein anschauen. Ich würde sagen, ist okay. Wie machen wir das jetzt mit dem Käse? Hier erstmal alles auf den Teller und jeder haut sich das dann selber drauf und mischt das unter, weil wenn wir das hier anfangen runterzumischen, dann Dann geht's nicht mehr so. gibt es nur noch Klumpen. Meine Augen. Was denn? Ja, weil hier wieder irgendwelche Gräser rumfliegen. Das ist der Zwiebelkäse. Oh Mann. Fix, ich muss niesen. Ja, los, hau raus. Komm. Nee, das willst du nicht. Alter. Hat er sich zum Schluss aufgehoben, die ganzen Oliven und alles. Reis, Richtig gemein. Wurst, einfach. alles. Ich glaube, ich habe keine einzige Wurst. Ja, dann komm her mit deinem Tellerchen. Da steht da. Steht da. Aber pack bei Thomas auch noch rein. Ne? Nee, das reicht bei mir. Ist auch Wurst drin. Ja, bei mir passt das dann Eine. auch. Ist da noch Wurst drin? Passt absolut. Wie schnell das jetzt fertig war. Ja, 3 Minuten. Das ist der, warte, Bistro Deluxe Kocher. Jetzt muss er Werbung einblenden. Einblechen. Einblechen, Mann, ich kann gar nicht mehr sprechen. Magst du nicht nochmal mit dem paar... Gleich 2 Portionen. So. Das reicht. Nur das da. Hier, Thomas ist gleich 2 Portionen. Danke. Ich stelle mich aber zum Essen nach hinten hin. Ich hätte gerne auch ein bisschen. Yes, ist okay. Keine Muckefuchs. Dann bis gleich, guten Appetit. Verstehe ich nicht.
tut jetzt echt wirklich ziemlich gut. Das war so nötig. Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch ein bisschen weiterfahren. Wir könnten jetzt quasi 4 Stunden schlafen. Dafür hätten wir dann keine weitere Möglichkeit zu schlafen oder wir schlafen zweimal 2 Stunden. Gucken wir mal irgendwo. Dann kommt das mit den Mini-Pausen genau hin, glaube ich. Weiterfahren oder schlafen? Schaffen wir das überhaupt noch in 48 Stunden, wenn wir hier und jetzt stehen bleiben? Fragte Sabrina. Die letzten 1400 Kilometer steckten allen in den Knochen. Ein paar Kilometer könnten wir schon noch fahren. Zumindest bis wir so richtig müde sind und es dunkel wird, sagte Hannes. Alle stimmten zu. Der Plan stand. Und so machten sie sich wieder auf den Weg. Durch die Nacht, immer Richtung Norden. Das Ziel klar vor Augen. So, wir haben unseren Platz gefunden. Stehen jetzt hier auf irgendeinem Grünstreifen an einem Wendeparkplatz und schlafen jetzt mal 4 Stunden. Wir haben 2 Uhr morgens. Um 6 geht's weiter. Die Sonne geht gleich auf. Gute Nacht erstmal. Direkt die Kamera ins Gesicht drücken. Natürlich. Guten Tag. Hallo. Soll ich dir zeigen, wie fit ich bin? Mhm. Wow. So, fahren wir wieder zurück, oder? Jetzt geht's wieder zurück. Wir haben abgebrochen. Keinen Bock mehr. Ja. Naja, also die Reise geht weiter. Wir biegen jetzt doch links ab und fahren noch 1300 Kilometer bis nach oben. Wie viel? 17 Stunden hat er gesagt, oder? Kaum ein bisschen. 13. 13? 13, 14 Stunden. Ah nee, das waren Kilometer. Einmal kannst du mal... So, nach dem Lieferwagen, ne? Okay, let's go. Was ist denn los bei dir? Bist du ein bisschen hyped? Also, kleines Update. Wir haben nach dem Essen beschlossen, dass wir noch weiterfahren. Ich bin aber so komplett ins Fresskoma reingefallen und Hannes ist weitergefahren. Ich habe es auch nicht mitbekommen, wie weit die Jungs noch gefahren sind, aber die haben doch voll krass durchgezogen. Wir sind jetzt bei 1700 Kilometer, sprich wir haben noch bis halt über 1300 Kilometer vor uns. Das müssten laut Elias 17 Stunden sein und wir haben jetzt vorhin 3,5 Stunden geschlafen. Genau. Jetzt hau ich die erste Runde Fahrt rein. Mal schauen, vielleicht werde ich hier unterm Fahren richtig wach und hau dann noch eine Runde rein. Und ja, es wird immer kälter, immer windiger und so sieht's aus. 1300 und ein paar zerquetschte haben wir vor uns. Einen schönen guten Morgen. Wer fährt mir denn da hinten hinterher? Der Thomas. Die Nacht war sehr gut, sehr erholsam. Das war eine sehr gute Idee. Für 4 Stunden wirklich die Augen zuzumachen und das zu nutzen und vor allen Dingen auch die Tageszeit. Wirklich gut. Es
war genau richtig. Richtige Zeitpunkt und auch die richtige Länge. Und jetzt sind wir selbstverständlich schon wieder on the road, schon wieder 100 Kilometer gemacht, sind Hallo. Was ist denn los bei dir? Getriebefehler. Geh mal auf N. Gib mal Gas. Alles normal. Gehen wir wieder auf P. Nochmal aus. 5 Minuten warten. Nutzen wir die Zeit, um kurz mal zur Toilette zu gehen. Machen wir das doch. Ja. Der extra. Ja. Der hat Der spielt nur. unterm Lenkrad so einen Knopf dafür. Ja. War einfach nur zu feige zu sagen, dass er aufs Klo muss. Oh, Motorsystemfehler. Noch besser. Noch besser. Das sind die Momente. Nee. Systemfehler. Spezialprogramme aus. So, warte mal. Gänge gehen wieder. Schalten wir alle Gänge durch. Ja, im Stand geht das nicht. Aber Spezialprogramm ist aus. Auslösegerät. Ja. Und ich mache mir die ganzen Wochen und Monate Kopf, ob das mein Wagen schafft. Obwohl der auch so viele Fehler hat. Ich habe Mäusekino. Ja. Ich glaube, jeder andere wird sich nicht trauen, damit zu fahren. Ja, schauen wir mal darüber. Was da so währenddessen passiert. Was passiert hier so Schönes? Ich schaue mir Elias seine Storys an und mache mir einen Kaffee. Wie schaut es bei den Landys aus? Wird jetzt Fehlerspeicher ausgelesen, die Fehler sind noch mit dem Neustart immer da. Hä? Da kommen wir. Bisher. Den Triple-Motorschaden heben wir uns noch auf, meine Freunde. Power on. Bluetooth. Waiting for. Intake Air Temperature Correlation. Fuel Rail Pressure Sensor Low Input. Das ist neu. Was haben wir noch? Nockenwellensensor 1. Circuit Range Performance. Bank 1. Automatic Gearbox Incorrect Gear Ratio. Gang 5. All-Terrain meldet ungültige Daten vom Motorkontrollmodul. Dann löschen wir die mal. Okay. So machen wir das, oder? Schauen wir mal. Also, kurze Erklärung. Ich hatte eben Systemfehler, Spezialprogramme nicht verfügbar, Spezialprogramme aus, Getriebefehler, nicht alle Gänge verfügbar und Motorsystemfehler. Dementsprechend, ja, haben wir eben mal alle Fehler gelöscht. Sabi, dein Statement dazu? Ich finde das so geil, dass dein Auto kaputt gegangen ist, weil dann konnte ich mir Kaffee machen. Also wir fahren dann gleich weiter und ja, schauen wir, ob das wiederkommt oder nicht. Ich habe im Fehlerspeicher lustige neue Fehler gefunden, die aber alle damit zusammenhängen, also es wird nicht das Problem sein. Einen neuen Fehler, wo ich denke, das könnte der Auslöser gewesen sein, und zwar ein Nockenwellensensor 1. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal schauen, was gleich passiert. Fahren erst mal weiter. Wir sind jetzt wieder fast 200 Kilometer unterwegs. Bisher ist nichts weiter passiert, keine Fehlermeldungen, keine Zwischenfälle. Getriebe schaltet super. Ich lasse es jetzt mal selber schalten. Ich vermute einfach, es war
eventuell das ganz schön rasante Fahren gestern. Das heißt rasant, wir sind 110 gefahren, aber hatten halt ein bisschen Gegenwind und das auf eine lange Distanz und generell die lange Strecke am Stück, empfindliche Elektronik und ja, wie auch immer. Fehler ist nicht mehr aufgetaucht und ja, wir fahren hier jetzt erstmal weiter und werden bald wieder tanken müssen, denn ich habe noch 282 Kilometer Restreichweite. Wir haben jetzt 9:30, zweiter Tag. Wir sind jetzt über fast 30 Stunden unterwegs. Ja, noch nicht ganz. Und es läuft aber sehr gut. Ja. Also heute Abend um 0:11 Uhr, wenn wir jetzt keine Pause machen würden, würden wir ankommen. Ich schätze aber, es wird so 3 Uhr morgens oder sowas. Wir werden sehen. So, wir fahren jetzt gleich auf die E10. Das erste Mal, dass wir die E4 verlassen, seitdem wir in Schweden sind. Und dann geht's straight rüber nach Finnland und Norwegen. Da sind wir nicht mal weit von entfernt. Da sind die Schilder, glaube ich, auch schon ein bisschen auf Finnisch. Nach 800 Metern bei Ausfahrt Trafikplatz Töre auf E10 in Richtung Kiruna, Töre fahren. Genau. Das machen wir jetzt mal. Die letzten paar Stopps haben wir was vergessen. Das müssen wir jetzt nachholen. Scheiße. Was denn? Die Striche. Ja, eben. Ich poste gerade Stories. Das juckt mich nicht. Wolltest du mir mitteilen? Ich will meine Striche. Ey, hallo, mal. Wir sind ja schon da oben. Ja, wir sind schon da. Ich bin hart fertig einfach. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Okay. Warte, wir sind hier rüber gefahren, gell? Wir fahren jetzt eigentlich schon ziemlich lang, direkt am Meer entlang. Ja. Es hat noch nicht einmal geregnet. Und wir hatten noch nicht einmal Stau. Ja, das ist unfassbar. Fahren wir jetzt so nach oben? Elias? Das ist Finnland, das ist Schweden, das ist Norwegen. Wir fahren jetzt hier, so, genau. Und dann mache ich hier noch den kleinen, weil wir jetzt genau hier gerade sind. Ja. Boah, scheiße. Der muss aber gerade sein. Ja. Nein, weil hier ist die Grenze, hier fahren wir doch hoch. So, und dann aber nee, so rüber. wir fahren tatsächlich hier über die Grenze. Ja, hier. Ja, eben. Deshalb geht es hier jetzt nach oben. Na gut. Ja. Ich kenne mich schon aus hier. Ach so, das ist deine Hut. Gut. Was machst du da? Erster. Wir haben jetzt insgesamt schon 2131 Kilometer zurückgelegt. Unsere Zeit insgesamt ist bisher 32 Stunden und 13 Minuten. In Bewegung waren wir davon 23 Stunden und 44 Minuten. Im Stand haben wir dementsprechend 8 Stunden und 28 Minuten verbracht. Aktuelle Geschwindigkeit ist 0.
ist insgesamt 66 km/h, in Fahrt 90 km/h und ja, mehr Facts habe ich nicht. Die ganze Vorderachse ist weggeflogen. Wie das? Warum? Was ist. Wie das? Was war? Wegen der Bodenwelle. Die Fahrwerk hat sich wieder abgesenkt kurz vorher. Oh. Ja, scheiße, okay. Aber ist nichts passiert so, oder? Kurze Erklärung, Thomas, sein Fahrwerk, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt gehabt, hat irgendwie so einen leichten Fehler und das senkt sich ab und zu ab, einfach so, unterm Fahren und das hat sich vorhin abgesenkt, direkt vor einer Bodenwelle und ja, das war ein bisschen komisch. Aber es regelt sich immer alles, wenn man das Auto wieder ausmacht und wieder anmacht. Also das Autoproblem, mein Autoproblem, hat sich tatsächlich nochmal stark zugespitzt gehabt. Wir standen dann an einer Tankstelle und dort hatte ich dann wieder Motorsystemfehler. Den wollte ich dann löschen, was aber nichts gebracht hat. Auf einmal tauchte Handbremsenfehler auf, das F im Armaturenbrett und ja, es sagte mir sofort, nicht alle Gänge verfügbar, Getriebefehler etc. Das habe ich dann wieder gelöscht. Dann sind wir losgefahren. Meine Drehzahl hat den hier gemacht. Also ich habe beschleunigt und die hat einfach, es war genau so. Auch beim Gangwechsel, es war egal welcher Gang, das ging einfach nicht. Dann sind wir ungefähr 500 Meter weitergefahren und zack, war es wieder weg. Ich verstehe es nicht. Dann stehen wir an dem Polarkreis, an einem der Polarkreise, also an diesem Punkt, wo man den Polarkreis überschreitet, stehen wir da, lassen den Motor laufen, weil ich mir dachte, ja, jedes Mal, wenn ich den Motor ausgemacht habe, kam dieses Problem. Lass ihn laufen, bin gerade auf dem Dach und merke nur, wie das ganze Auto sich schüttelt und so ein blecherndes Geräusch noch ertönt ist. Ich blende das hier mal ganz kurz ein. Ja, ich dann sofort runter vom Dach, geguckt, woran liegt's, was kann ich machen. Also es hat sich so seltsam angehört. Wenn ich ein bisschen Gasstoß gegeben habe, war es dann wieder weg. Und auch als wir weitergefahren sind, wie als wäre nichts gewesen. Ich verstehe es absolut nicht. Dann habe ich mit meinen Spezialisten, die sich um das Auto mal kümmern, mal ein bisschen hin und her getickert. Die vermuten einfach, dass da eventuell Dreck im Tank ist, der dann in den Dieselfilter wandert und dort alles verstopft. Denn mein Zuheizer funktionierte auch nicht, weil so ein bisschen Dreck auf jeden Fall im Schlauch in der Dieselpumpe von dem Zuheizer war. Das musste rausgepustet werden und dann ging es wieder. Wir vermuten jetzt das Gleiche, einfach mit der Dieselpumpe, mit den Leitungen generell, dass der Tank wahrscheinlich einfach so verunreinigt ist, warum auch immer, dass dort immer wieder ja, Dreck bis in den Motorraum gelangt und da dann zu Zündaussetzern führt und diese ganzen Fehler ausspuckt dann. Weil wenn das nicht funktioniert im Motor, dann ja, denkt das Auto, jetzt geht gar nichts mehr, spuckt tausende Fehler aus, das ist Wahnsinn. Jetzt geht es aber gerade wieder, Tank ist jetzt halb voll.
Ich werde mal gucken, vielleicht fahre ich den nicht mehr ganz leer. Aber ansonsten kommen wir gut voran. Wir sind in Finnland. Wir sind in Finnland. Unglaublich. Hinter mir fahren sie. Wir haben auch schon Drohnenaufnahmen gemacht. Mega geil. Rentiere haben wir schon gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer das noch sind. Irgendwie 600 oder so. Und dann sind wir schon da. Krass, ging jetzt irgendwie doch schneller als gedacht. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach Norwegen. Dort werden wir nochmal tanken. Höchstwahrscheinlich in der Stadt Alta. Und dann werden wir mal weiterschauen, weil ich konnte das Nanocom, das Auslesegerät, konnte ich gerade nicht aktivieren. Es hat sich nicht eingeschaltet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das Auto fährt, wie als würde es gerade frisch aus dem Werk kommen. Es zeigt gerade gar keine Fehler. Es macht keine Spirenzchen. Alles läuft super. Kein Leistungsverlust. Ich weiß nicht. Ja. Und hier Mitternachtssonne ist auch da. Es ist noch nicht Mitternacht, es ist 18 Uhr, aber diese Sonne wird heute nicht untergehen. Für Thomas das erste Mal. Mal sehen, wie er das so findet. Jetzt fahren wir erstmal weiter und hoffen, dass wir ankommen. Eine Grenze lag noch vor ihnen, bevor sie in Norwegen, dem Land, in dem das Nordkap zu Hause ist, ankommen sollten. Doch würde auch diesmal alles ohne Probleme klappen? Würden sie ihr Ziel überhaupt noch erreichen können, wenn es länger dauert als geplant? Mittlerweile waren sie 40 Stunden fast ununterbrochen unterwegs und es lagen noch einige weitere vor ihnen. Kurz vor Kautokeino war es dann soweit. Der letzte Grenzübergang von Finnland nach Norwegen stand unmittelbar bevor. Schnee. Was ist das jetzt? Kommt da jemand oder? Ja, gut. Ach, von hinten kommt einer. Alles klar. Interessiert sich nicht für uns. Hey. Hi. English. Yeah. Yes. Where are you going? North Cape, North Cape. as the other two. Yes. Do you bring with you any alcohol, cigarettes? Only alcohol. How wine. much? A few bottles. Few bottles. A few bottles. yeah. Can you show me? Yes, Yeah. of course. Wait a minute. I'll just send it. Is it beer or hard alcohol? No. Wine and some bottled beer. No stronger alcohol. This one here. Thomas, da kommt glaube ich noch ein richtiger Parkplatz. Yeah, okay, just that one. Yeah, just this one. Yeah, okay. And this is wine. Ja, die werden jetzt mal richtig schön gefüllt. Yeah, okay. Thank you. You're Bye welcome. bye. 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 You can just go even if it's red. Okay, thank you. Bye bye. Ja, weil wir aus Bayern sind. Wir sind durch. Wir sind auch durch und auch durch die Grenze. In diesem Sinne, es ist 20 Uhr und wir haben offiziell die Grenze nach Norwegen überschritten, meine lieben Freunde. Wupp, wupp.
verstehe, warum diese Stadt nach dem hier Alter heißt. Wohin fährst du? Alter! Und so entstand der Name einfach. Wieder neue Was Latte. das bitte für eine geile Strecke gerade. Hat's euch gefallen? Alter. Jetzt weißt du, warum die Stadt so heißt. Alter. Was für eine Fahrt. Ist doch geil, oder? Es ist unglaublich geil. Komm nicht klar. Ist fein gemacht. Ist ganz fein gemacht. Ja. Ganz fein. Alter. Wir sind in Alter. Das ist richtig. Alter, sind in Alter. Alter. Hat eine Abfahrt eben. Wie viel Grad haben wir? Ja, so 5. Ich dachte, ihr habt doch vorhin 1 Grad gesagt oder so. Das war auf der Hochebene. Ach so. Ja, stimmt. Jetzt sind wir auf 3 Meter oder so. Ja. Ach so, hier. Panorama. Zeig mal hinten die Alpen. Ja, ja. Die haben wir einfach mitgenommen. Ja. Und hier gibt es jetzt Schinkenwürfel, Pesto und Knoblauchwasser. genau, Knoblauchwasser, Fusilli, Käse, ja, kleine Stärkung und dann geht's. Zum Nordkap. Yeah! 211 Kilometer. Und Leute, wir haben Ziel 1 geschafft. Wir haben die 3000 Kilometer in unter 48 Stunden geschafft. Jawohl. Einfach so. Und unsere Zieleinlaufbahn ist einfach das hier. Alleine. Gebt euch das mal. Alleine. Ey, aber mein Körper ist gerade schon wirklich hart am Arsch, ne? Ich will nicht wissen, wie die beiden gerade an der Grenze nagen. Hart dabei, glaube ich. Das ist gerade so der letzte Energieschub, was die beiden da raushauen. Wir haben halt noch 100 Kilometer, 200 geile Kilometer, aber wir haben halt noch 100 Kilometer. Das ist so krass. Es ist absolut surreal. Wir sind vorgestern Morgen um 4 Uhr gestartet, oder halb 5. Jetzt ist es 2:30, 2 Tage später. 46 Stunden später. Wir sind 68 Kilometer vom Nordkap entfernt. Fahren hier seit Stunden durch diese surreale Gegend mit schneebedeckten Bergen. Überall Rentiere. Niemand ist auf der Straße. Wir sind hier komplett alleine. Mitten in der Nacht. Hinter jeder Kuppe sieht man neue Berge und atemberaubende Straßenzüge. Es ist einfach nur krass. Wir hören unsere schönsten Lieder, unsere epischsten Lieder. Und jetzt sind wir einfach gleich da. Und haben schon über 3000 Kilometer hinter uns gebracht in 48 Stunden. Ja, in 46 Stunden. Mit 4 Stunden Schlaf. Also ich muss auch zugeben, ich bin echt ganz schön fertig. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich jetzt sofort einschlafen würde. Aber ich bin schon ganz schön durch. Und dafür nicht vergessen, Thomas und ich, wir sind unsere Autos jeweils alleine gefahren. Und das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer.
als bei Sabi und Hannes, die sich abwechseln können. Ja, aber ich habe mir das so ausgesucht. Ich wollte es unbedingt packen und jetzt sind wir gleich da. Einfach krass. Einfach nur krass. Ich glaube, selbst die Landys kämpfen. Thomas, ich habe doch gesagt, Nordkap gibt es nur in allen Variationen. Sonne, Regen, Wind, Nebel, alles in einem. Und das ganz schnell hintereinander. Ich habe gerade einfach den übelsten Top-G-Moment. Gleich kommt der Moment, auf den wir uns seit Monaten gefreut und vorbereitet haben. Und es hört einfach nicht auf. Ist sie das, die letzte Gerade? Die Zielgerade, oder? Einfach nur Wahnsinn. Wir sind vor 47 Stunden losgefahren. Da vorne ist es. Wir bringen das Ding nach Hause. Das ist unsere Straße. Unglaublich. Kannst einfach durchfahren. Ja, und jetzt? Jetzt können wir einfach mitkommen. Ja. Ich werte das mal als Ja. Wir kommen einfach runter, ansonsten zieht uns raus. Alter, ist das
Geisteskranker Wind. Elias, lass mal die Drohne starten. Jetzt bist du dabei. Aber deine bitte. Willst du dann rausgehen? Lass das Fenster nicht zu. Alter! Lass das Fenster zu, Hannes. Fuck! Jo, wollen wir hier stehen bleiben? Ja. Ey, ich habe meine Tür nur mit allergrößter Kraft zubekommen. Komm mal nach hier vorne oder so. What the fuck, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, neben Medias, Hier? yes. Alter! Stevie, aber jetzt stehen wir voll schräg, ne? Kannst du bitte aussteigen? Und das. Aber oh Gott. Ich will jetzt nicht umfallen. Jetzt bleib bitte. einfach, du fällst doch nicht um, Alter. Schau dir, hier ist dein Auto, ganz entspannt. Mach. Ich muss da jetzt raus. Ich will das. Ich stehe jetzt mittig im Wind drin. Ich will das nicht. Jetzt bleib doch einfach hier stehen, Ja, dann Mann. beeil dich. Ja, entspann dich. Ich kann mich nicht entspannen. Hannes, ich kann mich nicht entspannen. Kannst du bitte ein bisschen in die Pötte kommen? Und bitte lass die Tür nicht los. Lass die... Oh mein Gott. Stevie, Alter. kannst du bitte... Gib mir die Kamera da. Wo soll ich sie dir geben? Steve! Pass bloß auf. Halt alles gut fest. Alter, ich zitter einfach. Alter. Stevie! Ja. Nee. Du denkst das nur. Die nächste Böe kommt. Wir können uns unmöglich dahin stellen. Heute nicht. Vielleicht morgen versuchen. Ja, für ein Bild halt vielleicht noch einmal Ja. probieren. Wart ihr kurz hin? Jetzt? So, für ein Bild? Oder nicht? Willst du von hier dann? Willst du von hier? Ja, ich bleib hier stehen, ihr fahrt vor. Okay. Also hier dann halt. Ja. Fahrt bitte nochmal vor, ich mach Wo vor? zur Kugel. Einfach nebeneinander. Und jetzt alle aussteigen und wieder aufs Dach, oder? Sorry, mach mich nicht fertig jetzt. Ey, ohne Witz, ich hab wirklich Angst. Ich sitze gerade wie noch mal was vom Zitter. Ich hab echt Angst. Es ist doch nur Wind. Ey, lass Hannes mal vorne einsteigen, das wird nix. Hannes! Nein! Schnell! Oh. Alter, ist das heftig. Hui. Raus hier.
Ich will diese Aufnahmen sehen. Alter, ich habe einfach nur krass Angst gerade. Es war einfach nicht mehr möglich zu atmen. Ja, das glaube ich dir. Und da drüben kurz hin zu den anderen und gehen zu Fuß rüber. Wir können es ja versuchen. Ich hatte gerade wirklich Angst. Um was? Um mich? Dran sind wir alle dran. Nein, ums Auto. Okay. So, Hannes, Ich da hab hast noch du deinen nie- Wind. Ist ja gar nicht so windig, ne? Das passt doch. Ich stand doch noch. Ich habe noch nie so starken Wind im Auto erlebt. Noch nie. Ich weiß nicht, wie ein Auto reagiert. Ich hatte gerade einfach nur wirklich extreme Angst. Haben offiziell ca. 3100 Kilometer hingelegt. Wir haben 47 Stunden gebraucht und 20 Minuten. In Bewegung waren wir 36 Stunden, im Stand waren wir 11 Stunden. Durchschnittliche Geschwindigkeit war 65 und in der Fahrt waren es 86 km/h. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überwältigt. Ich finde es so krass, dass wir es einfach gemeistert haben. Auch obwohl wir so viele Schwierigkeiten hatten zwischendurch, was ja auch irgendwie klar war, immer kommt ja irgendwas Unerwartetes, aber wir haben es alles gemeistert und sind jetzt einfach hier. Wir sind jetzt einfach hier. 71 Grad Nord, 25 Grad Ost. Das Nordkap, der nördlichste Punkt Europas. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an diesen Ort denkst? So weit entfernt, so rau, so unberechenbar. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Die Challenge, in 48 Stunden zum Nordkap zu fahren, war bezwungen. Alle Zweifel, jede Panne und die ganzen Strapazen der letzten 2 Tage waren am Ende vergessen. Alle waren überwältigt, aber auch müde und erschöpft. Und so suchten sie sich einen Platz in der Nähe, an dem sich alle so richtig ausschlafen konnten. Denn es sollten noch 1,5 Wochen gemeinsam durch Nordnorwegen voller neuer Abenteuer vor ihnen liegen. Doch das ist eine andere Geschichte.